Werkstattschau. Hier im Museum bauen wir Flugzeuge, restaurieren Autos und Motorräder, feilen, schweißen, hämmern, klopfen, wundern uns, schweißen und hobeln weiter. Und wo gehobelt wird, so sagt man, fallen Späne. Und die sollt ihr hier sehen können. Folge 9. Heute Weiterbau an der Engels E1, unserem Nachbau des Fokker 3-Deckers. Pfalz D3, Steuergriff und zum letzten Male VW Typ 82. In den letzten paar Folgen der Werkstattschau haben wir euch gezeigt, wie wir den Steuerknüppelgriff der Albatros D5A gebaut haben. Diese sind ja nun fertig. Und so können wir uns nun wieder dem weiteren Bau unseres Dreideckers, des zweiten Dreideckers in unserer Werkstatt zuwenden. Allerdings gab es Sammler, die gerne noch Steuerknüppelgriffe für den Dreidecker haben wollten, und zwar in der mittleren Serienproduktion. Daher dachte ich, es wäre vielleicht ganz interessant, euch einmal zu zeigen, wie die Grundgerüste dieser Steuergriffe einzeln nacheinander fertig geschweißt werden. Das schauen wir uns jetzt im Detail einmal an. Und wenn ihr Interesse an solchen Griffen habt, es sind noch welche zu haben, dann meldet euch einfach bei uns. Außerdem, im nächsten Kapitel dieser Werkstattschau zeige ich euch noch den neuen Bau der Steuerknüppelgriffe für die Pfalz D3. Diese sehen völlig anders aus und sind daher sehr interessant und werden aus diesem Grund auch als Ausstellungsstücke für unsere Sammlung noch gebaut. Und auch hier gilt natürlich das Gleiche. Bei Interesse einfach nachfragen. Wie immer schweißen wir natürlich auch hier zeitgemäß mit Autogen, also Acetylen und Sauerstoff und der Gasflamme. Die Teile werden zuerst einseitig kurz angepunktet, dann auf der einen Hälfte fertig geschweißt, soweit es geht, und dann umgedreht, damit die andere Seite geschweißt werden kann. Hellinge und Schablonen braucht man dafür eigentlich nicht, so kompliziert sind die Teile nicht. Und man kann, wenn sie gepunktet sind, noch einzeln nachrichten. Vor dem Heften, also dem Punkten, werden die Teile erstmal gleichmäßig erwärmt. Das vermindert etwas den Schweißverzug und verkürzt die Arbeitszeit, wenn man die andere Seite, an der man schweißen möchte, nicht erst noch lange aufwärmen muss. Das leichte Vorwärmen hat aber auch noch einen anderen praktischen Grund. Es handelt sich ja hier um gebogene Rohre. Wenn die warm werden, kann es sein, dass sich die Radien etwas verändern. Wenn die Teile nun nicht in einer Helling fest fixiert sind, liegen sie ja lose auf dem Schraubstock. Jetzt kann es sein, wenn es warm wird, dass sie einfach sich verformen und aus dem Grund vom Schraubstock herunterfallen. Das ist äußerst ungünstig, vor allem weil das meistens dann passiert, wenn das Schweißbad gerade flüssig wird. Das ist im Übrigen auch der wahre Grund, warum viele Schweißprofis meinen, man müsste die Teile unbedingt irgendwie festklemmen. Kann jeder machen, wie er möchte. Mir ist es so am liebsten. Nach dem Heften der Teile mit kleinen Punkten lassen sie sich natürlich noch nachrichten, das habe ich ja schon erwähnt. Und nach dem Punkten wird dann geschweißt. Immer so weit herum wie gerade möglich, dann wird das Teil gedreht und die andere Seite geschweißt, bis die Naht geschlossen ist.
Wenn das eigentliche Grundgerüst mit seinen Teilen fertig geschweißt ist, kommt das sogenannte Halsstück, das noch angesetzt wird. Das ist das Teil, mit dem der Steuerknüppelgriff nachher in der Steuersäule steckt. Bei Fokker, also bei den späteren Fokker-Flugzeugen wie dem Dreidecker, wird dieses Genickstück aus einem gerollten, konisch geformten Stück Blech gebildet. Und auch hier zeigt sich wieder sehr schön, wie Fokker eigentlich auf Materialersparnis und Gewichtsreduzierung bedacht war. In den Anfängen war dieses Halsstück einfach nur ein plattgedrücktes Stück Rohr. Das Material kann man sich sparen, wenn man einen Konus verwendet. Und wie sehr sich solche Details auswirken, auch auf das Flugverhalten des Flugzeugs später unter bestimmten Lastvielfachen und der G-Beeinflussung, lässt sich daran zeigen, dass dieser Griff, wenn er fertig ist, 680 Gramm wiegt, während der Griff der Albatros D5A 1050 Gramm auf die Waage brachte. Wie alle Schweißnähte in unseren Flugzeugen werden auch diese nur mit der Drahtbürste von Hand gereinigt. Anschließend können die Teile lackiert werden. So, das sieht schon mal gut aus. Und irgendwann werden aus all diesen Einzelteilen komplette Flugzeuge, sowie der erste fast fertige Dreidecker, der bei uns gerade in der Werkstatt steht. Allerdings hat der Propeller, weil er lange Jahre draußen ausgestellt war und an der Wand hing, in Wind und Wetter, etwas gelitten. Den mussten wir renovieren, das haben wir in den letzten Wochen auch getan, und hier zeigen wir euch mal eben, wie man die neuen Wassertransferbilder aufbringt. Eigentlich das gleiche Prinzip wie die Wasserabziehbilder bei Plastikmodellen, allerdings gab es diese Methode schon lange bevor es Modellbau gab. Die stammt nämlich aus der Jahrhundertwende. Natürlich werden die Wasserabziehbilder auf dem Propellerblatt später noch mit Klarlack versiegelt. Dadurch werden sie erst richtig wetterfest. Der Bau kompletter Propeller steht übrigens für das Ende dieses Jahres oder den Anfang nächsten Jahres auch noch auf der Agenda. Ihr könnt euch also auch hier schon mal auf ein neues Video freuen. Und das Fokker-Team Schorndorf oder die Fokker Nuts, also die Fokker-Verrückten, freuen sich über einen weiteren Zugang. Martin Hensler ist auch Luftfahrtenthusiast und er freut sich, dass er an unserem Dreidecker mitbauen kann. Dazu kommt er einmal die Woche und ist mittlerweile damit beschäftigt, die Kreuzverspannung im Rumpf einzuziehen. Saubere Arbeit macht er da. Da schauen wir ihm ein bisschen zu. Diese Stoffeinbindung der Kreuzstellen an den Verspannungsdrähten dient dazu, ein Scheuern derselbigen aneinander zu verhindern und das Klappern und Rasseln im Flugzeug durch Vibration zu mindern. Diese kleinen Stoffknotenpunkte werden anschließend noch mit Spanlack getränkt. Oft wird die Frage gestellt, woher man denn derartige Details weiß, ob es denn da Werkszeichnungen gibt, die so etwas zeigen oder woher überhaupt das Wissen kommt, dass das so gemacht wurde. Im Fall dieser kleinen Knotenpunkte gibt es keine Werkszeichnung, zumindest ist uns keine bekannt, aber es gibt genügend Werksfotografien, die die verschiedensten Flugzeuge in der Serienfertigung bei Fokker zeigen, wo man diese Knotenpunkte sehr schön sehen kann. Und dann machen wir es natürlich genauso. Immer schön prüfen, ob der Masseschluss auch gewährleistet ist. Und während Martin mit den Spanndrähten kämpft, sieht gut aus,
befasse ich mich damit, an den Dreideckern die elektrischen Leitungen zu verlegen. Oder ich bereite die Trennwand hinter dem Führersitz vor. Diese wird mit Spannlack gestrichen, damit anschließend die Löcher für die Steuerseile eingeschnitten werden können, die ja durch sie hindurchführen müssen, um hinten ans Seitenruder zu kommen und ans Höhenruder. Stoff, der mit Spannlack getränkt ist, lässt sich einfach leichter schneiden wie roher Stoff. Außerdem ist da hier eine Verstärkung aus Leder aufgenäht und durch den Spannlack wird die Naht mit dem Leder auch noch einmal extra verklebt, was zusätzlich für Langlebigkeit sorgt. Hier noch einmal die Lederverstärkung um die Lochdurchbrüche für die Steuerseile, die jetzt im nächsten Arbeitsgang freigeschnitten werden. Und während all dessen ist Martin immer noch an den Spanndrähten. Für diejenigen, die es interessiert, auch hier wurde von Fokker Gewicht gespart. Die Drähte werden im Rumpf nach hinten zu dünner. Während vorne im Bereich des Motors und des Cockpits bis hinter das erste Spann 2 mm Stahldraht zur Verwendung kam, nimmt dieser nach hinten in den nächsten beiden Feldern auf 1,7 mm ab und dahinter im Bereich des Leitwerks besteht er nur noch aus 1,5 mm Stahldraht. Jedes Gramm Gewicht wird gespart, wo es nicht nötig ist. Martin ist hierüber sichtlich erfreut, denn 2 mm Stahldraht von Hand zu biegen, ist doch eine ganz schöne Knochenarbeit. Nach hinten meint er nun selber, das ist ja fast Spielzeugdraht. Wieder was gelernt. So wird Flugzeugbau begreifbar. Begreifen durch Anfassen. Und hierfür steht das Museum für Flugzeugbau und Technische Geschichte in Weschenbeuren. Also kommt ruhig vorbei und begreift auch oder unterstützt uns anderweitig. Handwerk ist wichtig. Flugzeugbau vereint alle Handwerke, die zu Beginn der Industrialisierung üblich waren. Außer Bäcker und Metzger. Und außerdem, wie ihr ja wohl sehen könnt, macht Flugzeugbau einen Riesenspaß. Für die Spannschlösser, die Martin hier verbaut, gilt übrigens dasselbe wie für die Knotenpunkte mit der Leinwandbewicklung.
Alle Spannschlösser für unsere Flugzeuge werden handgefertigt. Und zwar nach alten Datenblättern sowie nach Fotografien von erhaltenen originalen Spannschlössern. Hier als Beispiel ein Spannschloss verbaut in einer Fokker D7. Und als nächstes eines der originalen erhaltenen Spannschlösser aus Richthofens 42517, der Dreidecker, mit dem er abgeschossen wurde. Heute aufbewahrt im Australian War Memorial in Canberra. Die Pfalz D3, der erste eigene Entwurf der Pfalz Flugzeugwerke in Speyer am Rhein. Meiner Meinung nach das schönste Jagdflugzeug des Ersten Weltkriegs. Für das Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Weschenbeuren planen wir einen Nachbau des Flugzeugs, wenn auch zunächst nur in Einzelteilen. Als Vorlage dienen hier originale Bauteile wie zum Beispiel erhaltene Seitenruder und Fragmente verschiedener Rippen, die in Museen aufbewahrt sind. Ansonsten natürlich die kompletten Ersatzteillisten und verschiedene Zeichnungen mit Maßen, die erhalten blieben, sowie Beuteberichte der Alliierten, die Flugzeuge des Musters untersucht haben. Seitenruder sowie komplette Rippensätze für die Unterflügel sind bereits fertig. Und so ist es natürlich nicht verwunderlich, dass wir für unsere Sammlung der Steuergriffe verschiedener deutscher Flugzeuge nun auch ein Exemplar des Steuergriffes der Pfalz D3 bauen wollten. Auch hier bauen wir wieder mehrere. Und so sind einige im Tausch zu erhalten, wenn ihr euch hierfür interessiert. Der erste Griff ist mittlerweile bis auf die Maschinengewehr-Abzugsdrücker fertig. Das Besondere in der Gestaltung dieses Griffes ist, dass er einen Gasdrehgriff besitzt, so wie er bei Motorrädern üblich ist. Die Einzelteile und Innereien des Gasdrehgriffes entsprechen in ihrer Ausführung dessen, was wir in der Ersatzteilliste in den Ersatzteilfotos vorgefunden haben. Und so sieht der Griff am Ende aus, wenn die Maschinengewehrdrücker auch installiert sind. Und dann hat das Museum ein weiteres schönes Exponat. Hallo liebe Freunde unserer kleinen Werkstattschau. Heute begrüße ich euch vermutlich zum letzten Mal aus dieser Ecke unserer Werkstatt, denn der Kübelwagen befindet sich nun in der Endgeraden. Während Gabi die letzten Teile, die noch alte Farbe tragen, abschleift, wartet der Sepp, unser Kübelwagen, gemütlich auf den Einbau seines neuen Motors. Im Original hatte unser Kübelwagen einen 25 PS Schwimmermotor verbaut. Jetzt möchten wir ihn betreiben mit einem 30 PS Ovali Motor. Nicht, weil der alte Motor nicht mehr tut, sondern weil wir ihn einfach schützen wollen. Wir werden ihn ordentlich restaurieren und auf einem Ständer in unserer Ausstellung präsentieren
Und den Wagen selber betreiben wir mit dem 30 PS Ovali Motor. So der Plan. Franz Josef trifft noch schnell die letzten Vorbereitungen, Kupplungsscheibe einbauen, bisschen an den Achsen noch hier und da eine Schraube nachziehen, wo man später nicht mehr rankommt, und dann ist der Motor auch schon so weit, dass wir ihn in das Fahrzeug einbauen können. Und damit ihr einen schönen Eindruck davon bekommt, wie clever das Auto eigentlich konstruiert ist, zeigen wir den kompletten Motoreinbau jetzt möglichst ungeschnitten. Das geht flott. Aber es kann bambeln ein bisschen. Ja, da muss einer halten. Wo kann ich da Auspuff? Wenn einer hält. So. Wenn einer will. So, jetzt habe ich das Ding schon aufs Brett gestellt. Sage mal, das gibt's doch nicht. Da bei der Dichtung. Hebt ihr nicht? So, der weg. Weg. Wie denn der runtergekracht? Schatz, pass auf. Ja, ja. Jetzt mir rüber. Bitte. Mach mal. Mich am Arsch. Nicht schlecht, doch schlecht. Natürlich nicht. Seht ihr? Schwupps ist der Motor an seinem Platz. Und wie immer rennt Gabi quer durchs Bild. Wieso bin ich doch hast schwarz gehabt? Ja, läuft die ganze Zeit. Auf jeden Fall ist er reingerutscht. Oh, das ist aber messerscharf, oder? Jetzt sag ich doch, du hast nicht viel Platz. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht denken, wenn ich vorher so reingeschaut habe. Der ist drin. Und dann kann ich mir festziehen. Jetzt muss ich oben bestimmt die eine. Weil hier ist nämlich Ende. Ja. Aber richtige Ende. Ja, das haben die natürlich. Das ist natürlich nachträglich reingebraten. Überhaupt so Wunder, das passt. Gar nicht so doof. Drin. Drin, oh drin, okay. So, pass auf.
Jetzt ziehe ich den einfach ein bisschen an. Einzieht. Lass mal den Wagenheber ab. Wie viel? Ganz. Der steckt. Achtung ab. Ja. So, nachdem das Wägelchen seinen Motor bekam, wurde auch das neue Verdeck noch imprägniert. Da wird als Spraydose gar nicht reichen. 2. Dann wurden noch diverse Kleinigkeiten angebaut, wie die neu gefertigten Schuhabstreifer zum Beispiel. Gleich noch das Propellerding da abbauen. Mit Propellerding meinte Franz Josef hier den Dreidecker, der noch immer aufgebaut hinter dem Kübelwagen stand. Das Propellerding. Und dann war es soweit. Wieder ein solcher Moment, wo der Hund ins Wasser rennt. Franz Josef hat alles wunderbar verkabelt und nun geht es darum zu testen, ob der Anlasser auch tut. Ja, dann lass mal hören. Tust du Filmen machen? Ich tu Filmen machen, jawohl. Also, Stunde der Wahrheit. Na sowas? Stille? Vorher ging das. Abschalten. Oh, großer Meister, lehre mich diesen Elektrik-Trick. Gib mir mal den kleinen Schraubenzieher, bitte. Wo? Ja, den hast du gehabt gerade vorhin. Warte. Das war jetzt wieder voll. Mein Gott. So, was? Das eine repariert, das andere auseinandergefallen. Das ist scheinprächtig. So. Zweiter Versuch. Jawohl. Jetzt fehlt nur noch Benzin. Ja. Das sind so geile Fehler, weißt du? Achtung! Ne? Hallo? Wo ist der Strom hin? Oh. Das ist so ein Scheiß. Erstmal alles vernünftig festlöten. Ich glaube, dann geht's eh besser. Haben Beine zu wenig. Was muss ich Hör mal machen? auf mit Filmen. Warte, ich kann es schon heben. Oh Gott, Wo bin ich denn? Alter, das gibt wieder die Vollpeinlichkeit. Ja, wie soll ich ihn da löten, Mama? Oh, jetzt stell dich doch nicht an. Oh Mann, echt, Alter, echt.
Oh, das geht so nicht. Ich heb ruhig. Ja, Vielleicht, wenn ich in derselben Frequenz mitzitter? oh Mann, ey. Ich muss mal die Kamera Mach ausmachen. die Kacke da weg, ey. Und weil man ja nicht immer ernst sein kann, hier eine kleine Einlage zum Kichern. Das ist ein Krampf, gell? Unserer lieben Gabi war mal wieder kalt. Und weil wir es leid waren, ihr Gejammer zu ertragen, haben wir ihr vorgeschlagen, in einen Fliegerkombi aus dem Jahre 1935 zu klettern, den wir in unserer Ausstellung haben. Allerdings, Gabi ist ziemlich klein und der Pilot, dem der gehörte, war ein Riese. Wenn sie da drin ist und dann musst du es in Zeitraffer ablaufen lassen. So, aber immer nur rumalbern ist auch nichts. Also, zurück an die Arbeit. Schließlich muss die Elektrik noch gemacht werden. Leuchten und blinken und hupen muss das Ding ja auch noch irgendwann. Ja, Und Bremse, ja, Blinker. ja. Dann wurden die letzten Kabel noch verlegt, damit das Strommännchen auch seinen Weg findet. Sehr geil. Na, der freut mich ja jetzt. Klasse. Alles da drin sein. Ja bitte, der mit der Kamera ist immer da. Hier und dort noch ein bisschen Farbe nachtupfen. Sind da so viele Fehlstellen noch? Nee, oder? Guck mal an hier. Wo? Ja. Das Gedöns hier. So. Und während wir direkt am Auto beschäftigt waren, hat unser guter Freund Peter der Lorbas Herden das Lattenrost für den Fußboden gebaut. Sehr schöne Arbeit. Ankunft des neuen Lattenrostes bei uns auf dem Hof. Müssen 46 Stück sein. Und damit auch alles wirklich passt, werden die letztlichen Arbeiten der Anpassung und des Vernagelns bei uns in Gruppenarbeit geschlossen durchgeführt. Ich bin der, der hebt. Ich bin der, der die Nägel hebt. Ich bin der, der sie hineinhaut. Und wenn ihr euch fragt, warum Franz die Nägel nicht hält, während ich sie hineinschlage, hier seine Antwort. Nee. Oh, unser Held der Nägel. Jetzt hat er 2 vergessen. Und ich, bis der wiederkommt, muss ich extra langsam arbeiten. Wow. Oh, ich hab's kommen sehen. Das war immer noch zu schnell. Geil. Oh. Jawohl,
Wir schaffen das. Ich habe genagelt. Und ich habe gehoben. Und ich trinke Bier. Hurra! Das Ergebnis kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Selten so schöne authentische Lattenroste in einem Kübelwagen gesehen. Im Übrigen, Peter fertigt bestimmt auch für euch welche, wenn ihr ihn fragt. Und hier seid ihr nun Ohrenzeuge des allerersten Startversuchs des Motors im Kübelwagen. Knopf drücken, wieder anschwingen, loslassen. Achtung! Ja. Sie weint von lauter Glück. Immer Gas. Oh, Gabi! Es folgten noch ein paar kleinere Feineinstellungen inklusive Kupplung und Gangschaltung. Aber dann fuhr er sogar vorwärts und zurück. Es lebt. Nach einem guten Jahr intensiver Arbeit fährt der Kübel jetzt zum ersten Mal eine kleine Testfahrt auf der Straße. Alles funktioniert, alles tut, einige Kleinigkeiten noch. Im Großen und Ganzen erklären wir aber das Projekt hiermit als beendet. Und nächstens gibt's ein Fest mit Spanferkel. Yippie! Bravo! Und natürlich durfte auch die liebe Gabi an diesem schönen Tag zum ersten Mal im Kübel fahren. Hier! Tiefer! Hierher! Da bleibst du bei mir. So werden Träume wahr. Auch wenn sie Jahrzehnte brauchen. Allzeit gute Fahrt, ihr zwei.
So konnte unser kleiner Kübelwagen an jenem denkwürdigen Tag auch zum ersten Mal aus eigener Kraft in die Garage und auch selbst wieder herausfahren. Vorbei mitschieben. Hoffentlich. Auf unser Seppli. Ja, Prost. Wie fährt er? Was ist das denn? Sepp. Nein! So, hat er verdient? Ja, hat er. Und zum krönenden Abschluss für euch alle lassen wir die letzten Monate dieses Projekts anhand von Bildern in einem Schnelldurchlauf noch einmal Revue passieren. Schaut euch die Monate an. Wie sind die verflogen?
ersten Frau, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur einer ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Ich hab ein Frau. Und das war sie auch schon wieder, die Werkstattschau des Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte in Weschenbeuren. Besuchen Sie uns doch mal. Jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Weschenbeuren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Museum freut sich auch immer über Spenden, Material, Werkzeuge etc. Verbrauchsgüter wie Schleifbänder, Sägebänder, Schweißstäbe. Wer uns unterstützen will, darf sich gerne bei uns melden und anfragen, welche Möglichkeiten es gibt. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet engels@fokker-team-schorndorf.de. Unter derselben Adresse könnt ihr zur Not auch gerne per PayPal einen kleinen Obolus entrichten.